Wenn du willst, dann kannst du erst mal hier einziehen. Lydias Zimmer steht sowieso leer. Ja, klar. Warum nicht? Eigentlich will ich nur eins von dir wissen. Haben wir beide eine Zukunft? Kann ich dir nicht sagen? Ich liebe dich und ich will mein Leben mit dir teilen, aber ich weiß nicht, was dann passieren wird. Du hattest doch wochenlang Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Aber es ist alles viel komplizierter. Ich bin durcheinander. Vielleicht habe ich das alles weggeschoben, weil ich mit dir so glücklich bin. Aber dann kann dir doch alles andere egal sein. Ja, das habe ich am Anfang auch gedacht, aber so einfach ist es nicht. Du willst dein Leben nicht aufgeben. Okay. Aber hättest du mir das nicht früher sagen können? Es geht nicht um mich. Hunderte Menschen sind vom Hause Waldensteig abhängig. Kann ich ihr Glück über unseres stellen? Eduard, weißt du, wo Luise ist? Sie ist seit ihrem plötzlichen Aufbruch gestern Abend unauffindbar. Tja, mein Lieber, ich befürchte, Luise ist nicht mehr in einem Alter, da ich über sie Bescheid weiß. Ich mache mir nur Sorgen, weil sie heute Morgen immer noch unauffindbar war. Dann hat sie also mit dir noch nicht darüber gesprochen? Das mit uns kann also nichts werden wegen einer überholten Tradition. Überholt. Ja, überholt. Wir leben im 21. Jahrhundert. Da hat jeder ein Recht darauf, glücklich zu sein. Egal, was für einen Preis man zahlt. Was mit uns beiden passiert, das ist doch was Unbezahlbares, was Besonderes, dass wir uns lieben. Das sollten wir auch weiter tun, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Jetzt werd ich aber ungeduldig. Erst machst du Andeutungen und dann zögerst du. Na ja, ich weiß nicht, ob ich derjenige bin, der mit dir darüber reden sollte. Da Luise offensichtlich verhindert ist, bitte ich dich höflichst darum. Ein plötzlicher Pressetermin, initiiert durch das Verlagshaus, das du verklagt hast. Weshalb solche Heimlichkeiten? Das ist so lange her, dass ich nicht mal mehr dran denke. Ich finde auch, sie nimmt mehr Rücksicht auf dich als nötig. Jedenfalls musst du dir keine Sorgen mehr machen. Wenn du meinst. Gregor, bitte versuch mich zu verstehen. Im Grunde hast du dich doch schon längst entschieden. Sei wenigstens jetzt so ehrlich und steh dazu. Es tut mir leid. Das ist doch wirklich die Höhe. Wir, das neue Lesben-Glamour-Paar. Helfen Sie bitte mit, um den Salon aufzuräumen. Diese Kanaillen von der Journalie. Schöne Restaurantbesitzerin liebt Kesse Schlossverwalterin. Das Foto ist doch gar nicht so schlecht. Ich finde, wir kommen gut rüber. Na, wenn der Text nicht wäre. Wie kommen die dazu, sowas zu schreiben? Haben die schon mal was von Recherche gehört? Warum regst du dich denn so auf? Warum? Weil mich jetzt alle Welt für eine Lesbe hält. Und ist das so schlimm? Ich werde denen die Hölle heiß machen. Ich werde die verklagen. Ja, damit werde ich drohen. Die werden eine Gegendarstellung schreiben. Danke. Ich müsste noch mal mit meiner Ex-Frau sprechen. Wohnt sie noch? Keine Ahnung. Ah. Na schön. Stimmt so. Sie ist ausgezogen, glaube ich. Und Sie wissen doch sicherlich auch, wohin. Hören Sie, ich will Ihr Geld nicht.
Ich könnte mir denken, dass sie einen Nachsendeantrag gestellt hat. Nathalie hat doch ihre Adresse hier gelassen. Für den Fall, dass jemand nachfragt. Danke. Jetzt steht die Aufwandsentschädigung Ihnen zu. Aufwandsentschädigung? Nennen Sie es Trinkgeld, wie Sie wollen. Trinkgeld. Danke. Miriam, da vorne wartet ein Gast. Tja, vielen Dank. Nathalie, deine neue Adresse hat mich richtig was gekostet. Du gibst ja richtig Mühe. Was für ein Abstieg. Jetzt umgibst du dich schon mit Leuten vom Bau. Na, jeder wie er es verdient. Eigentlich habe ich mir schon immer gedacht, dass ich dich früher oder später dahin ziehen würde. Ich befürchte, du machst dir zu viele Gedanken um mich, aber ich kann es dir ja nicht verbieten. Tja, ich mache mir eben Sorgen, weißt du. Glaubst du nicht im Ernst, dass dich dein einsamer Witwer ohne Hintergedanken aufgenommen hat? Unter Freunden ist sowas üblich. Also versuch erst gar nichts zu verstehen. Hm? Sorry, Miriam wusste nicht, dass... Schon gut. Früher oder später hätte er es doch rausgefunden. Kaffee? Kaffee. Eine Gegendarstellung. Ich stehe schließlich in der Öffentlichkeit. Nein, natürlich ist das alles nicht wahr. Ich bin nicht... Hallo? Hallo? Aufgelegt. Was bilden die sich ein? Drucken jede Lüge, die sich verkauft und hängen einem so einen Mist an. Mist. Ich finde, jetzt übertreibst du aber. So, findest du. Ich finde es das Letzte. Was? Dass man dich für eine Lesbe hält? Jetzt tu doch nicht so. Ohne dich wäre das alles doch gar nicht passiert. Und jetzt erzähl mir nicht, dass du mich rein zufällig vor versammelter Presse geküsst hast. Was heißt das? Dir kann es doch nur recht sein, wenn wir für ein Paar gehalten werden. Ja, und was soll mir das nützen? Ja, was wohl? Du hast mir doch selbst gestanden, in mich verliebt zu sein. Sowas Bigottes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Bigott, ich. Ja, und ob? Du schämst dich, für lesbisch gehalten zu werden, als wäre es eine anstrengende Krankheit. Jedem, was ihm gefällt. Ich möchte nur klarstellen, dass ich zu diesem Club nicht gehöre. Ja, und als du diese Künstlerin getroffen hast und sie dich für eine Lesbe gehalten hat, da wolltest du nichts klarstellen. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ja, und ob eine ganze Menge. Du tust immer so tolerant. Und dabei hast du mehr Probleme mit Lesben als alle anderen. Ach, diesen Quatsch muss ich mir jetzt wirklich nicht länger anhören. Keine Sorge, ich habe alles gesagt. She lives by disillusion's glow. We go where the wild blood flows. On our bodies we share the same score. How do you love on a night without feelings? She says love, I hear sound, I see fury. She says love's not a hostile condition. Love me wherever you are. Love me wherever you are. Love me wherever you are. Wherever you are. The shooting is Monday at 11 a.m. Honey, it would be a pleasure having you for the shooting. Sag mal, hast du einen Knall? Das war ein hochbezahltes Model. Ich brauche sie für VL Faces. Kannst du vielleicht mal anfangen, dich um diesen dämlichen Waffendeal zu kümmern? Das Geld ist immer noch nicht auf Carlas Konten. Vorsicht, Ansgar, fang nicht an, mich mit deiner versoffenen Ex zu verwechseln. Wenn du glaubst, du kannst deine schlechte Laune an mir auslassen, hast du dich getäuscht. Gott, wie du mich langweilst. Ja, der Umbau scheint dem No Limits wirklich gut getan zu haben. Die Abendeinnahmen sind deutlich gestiegen. Olli, Die Abendeinnahmen, ja. am Nachmittag allerdings, da habt ihr ein Loch. Da könntet ihr eine Aushilfe einsparen.
Jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Charlie, was genau läuft da bei Stella und dir? Ich meine, Leugnen hat jetzt ja keinen Zweck mehr. Von wegen. Die Sache ist ein Missverständnis. Ja, sicher doch. Die Zeitungen, die lügen ja auch alle und so ein Foto. Das manipulieren die mit nix. Passiert ist es schon, aber nicht so, wie es aussieht. Hallo. Hallo. Und? Was sagst du? Naja, I'm not amused, wie du dir vorstellen kannst. Die Sache ist dumm gelaufen und was die jetzt draus machen, ist peinlich. Komisch, ich fand, das ist sehr gelungen über die Bühne gegangen. Das ist im Ernst deine Meinung? Ich spreche von der Gemäldepräsentation. Und du? Ach ja. Nein. Bist du das? Um es gleich klarzustellen. Wir sind kein Paar und schon gar kein Glamour-Lesben-Paar. Meine Verwalterin hat mich regelrecht überrumpelt in diesem Kuss. Also so ganz unbeteiligt siehst du aber nicht gerade aus. Bin ich aber. Und zwar sowas von. Also ich habe ja eher den Eindruck, dass da Seiten in dir schlummern, auf denen du selbst noch gar nichts weißt. Ja, das hättest du wohl gerne. Entspann dich, vielleicht kannst du es dann genießen. Also, dass du jungen Kerlen den Kopf verdrehst, das ist ja nichts Neues. Aber Frauen? Herrgott, nochmal, ich bin keine Lesbe. War das jetzt unmissverständlich? I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. Jetzt nimm dir das nicht so zu Herzen. Bis später. Tschüss. Und die Bar, die haben wir jetzt so mittig in den Raum gestellt. Das sieht super schick aus. Musst du mal vorbeikommen, auf jeden Fall. Linda, ich glaube, Tisch 3 möchte zahlen. Ja. Olli, du weißt so gut wie ich, dass ich nichts gegen Schwule und Lesben habe. Du möchtest nur nicht selbst für eine gehalten werden. Versteht das denn keiner? Wieso? Wer hat's denn noch nicht verstanden? Stella. Er hat so getan, als hätte ich sie persönlich beleidigt. Ja, mal ganz ehrlich, wirklich wundern tut mich das nicht. Du hast dich angehört, als fändest du es eklig, lesbisch zu sein. Ach, das doch nun wirklich nicht. Ich war einfach geschockt von dem Foto und der Bildunterschrift. Da habe ich wohl ein bisschen überreagiert. Ich wollte niemandem zu nahe treten. Es tut mir leid. Vielleicht solltest du dich besser bei jemand anderem entschuldigen. Hm? Luise, wie war dein Pressetermin? Anstrengend, aber recht erfolgreich. Ich habe mir Sorgen gemacht nach deinem gestrigen plötzlichen Verschwinden. Entschuldigung, ich war indisponiert. Luise hat sich in letzter Zeit etwas zu viel zugemutet. Nicht, dass ich das nicht bemerkt hätte. Woran? Nun, ich kenne dich einfach viel zu gut, um dich sofort zu spüren, wenn dich etwas beschäftigt. Und deshalb habe ich mir etwas überlegt, um dir eine große Freude zu bereiten. Du übertreibst, das ist wirklich nicht notwendig. Doch, doch. Ich bestehe darauf. Ich habe schon sämtliche Vorbereitungen getroffen. Ihr entschuldigt mich? Luise,
Soll das heißen, du wirst die Verlobung nicht lösen? Ich bin eine Waldensteig. Ich weiß, was man von mir erwartet. Und glücklich sein gehört ja wohl nicht dazu. Sie werden es nicht glauben, aber ich habe neulich sogar einen einigermaßen brauchbaren japanischen Whisky getrunken. Diesbezüglich bin ich altmodisch. Für mich gibt es am Ende doch nur Single Malts. Dann weiß ich schon, welchen ich Ihnen mal kredenzen müsste. Erdbeere oder Orange? Erdbeere. Sag mal, wollen wir heute was miteinander unternehmen? Hast du dir freigenommen? Ja, allerdings. Recht so. Hannes kommt doch bald in das Alter, wo der Vater die Mutter als wichtigste Bezugsperson ablöst. Na, dann kommen ja harte Zeiten auf ihn zu. Ja, immerhin soll er ja mal ein richtiger Kerl werden, nicht wahr? Und? Was unternehmt ihr heute? Das ist eine Überraschung. Dann bin ich nicht alleine. Obwohl ich kaum glaube, dass meine Überraschung zu übertreffen sein wird. Du machst mich neugierig, Eduard. Du machst mich neugierig. Ja, und dazu hast du auch allen Grund. Hier. Wenn du mich gleich wieder rauswirfst, ich würde es verstehen. Dieses Foto, das hat mich einfach geschockt. Ich habe sowas noch nicht so oft erlebt. Das klingt nach einer Rechtfertigung. Sollte eher eine Entschuldigung werden. Das kriegst du bestimmt noch besser hin. Ich weiß auch nicht, weshalb ich dieses Foto als persönlichen Angriff gesehen habe. Eigentlich sollte ich mich geschmeichelt fühlen. Wieso geschmeichelt? Dass man mir eine Beziehung zutraut mit jemandem wie dir. Du verstehst schon. Wenn ich das gewusst hätte, was das für einen Ärger nach sich zieht, dann hätte ich das mit dem Kuss lieber gelassen. Naja, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du das ja auch nicht nur zu deinem Vergnügen gemacht. Nicht nur. Es tut mir leid. Ehrlich. So ein Outing ist schon nicht wirklich leicht für echte Lesben. Was soll man da von einer Falschen erwarten? Schön festhalten, da, Hannes, ja? Hannes, ich... Gott, das ist ja nicht zum Aushalten. Nichts für schwache Nerven, so ein Spielplatz, was? Was machst du denn hier? Nur mal nach dem Rechten sehen. Hallo, mein Schatz. Okay, Tanja, das hast du jetzt ja getan, dann... Ich bin seine Mutter. Und wenn du plötzlich die Familie entdeckst, gehöre ich nun mal dazu. Toll machst du das. Ob du willst oder nicht. Toll, Tanja. Okay. Passt doch.
Sehr vernünftig, dass du gar nicht erst versuchst, das zu erraten. Du kommst sowieso nicht drauf. Ja, ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Noch kannst du es versuchen. Wozu? Wenn ich sowieso keine Chance habe. Ich könnte dir eine Hilfestellung geben. Und was ist, wenn ich dahinter komme? Dann ist deine Überraschung dahin. Mir wäre es lieber, du würdest in eine völlig falsche Richtung raten. Aber jetzt ist es sowieso zu spät. So, da wären wir. Und, was sagst du? Und jetzt? Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Ich habe beim besten Willen keine Ahnung. Warte mal, du hast ja nicht etwa... Ich dachte mir, du hättest mal wieder Lust zu fliegen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du brauchst auch nichts zu sagen. Yeah, right. Money hier in Düsseldorf. Sure you can. It's possible. Hör mal, Hannes, ich hab dir doch versprochen, wir gehen noch ein großes Eis essen, stimmt's? Die Mama muss jetzt noch ein bisschen arbeiten und es gibt so ein paar Sachen, die verstehen Frauen ohnehin nicht so gut. Die machen Männer besser unter sich aus. Eine Sache davon ist Eis essen, okay? Komm. Hallo Hannes, was machst du denn hier? Ich hab dich vermisst. Ich hab dich auch vermisst, mein Schatz. Ach so, noch etwas. Meine Verlobte ist selbst leidenschaftliche Pilotin. Nehmen Sie es ihr also bitte nicht übel, wenn sie Anmerkungen zu ihrem Flugstil macht. Oh. Bist du soweit? Luise? Ich finde, du hast es verdient, dir auch einmal etwas zu gönnen. Genieß es. Hm? Ich würde wirklich gern, aber ich kann nicht. Was mit uns beiden passiert, das ist doch was Unbezahlbares. Was Besonderes, dass wir uns lieben. Das sollten wir auch weiter tun. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Im Grunde hast du dich doch schon längst entschieden. Sei wenigstens jetzt so ehrlich und steh dazu. Luise, weshalb kannst du nicht? Eduard, ich muss mit dir reden.